Hallo, hier ist die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich möchte mir heute den Frühling ins Haus holen und deshalb habe ich mir das Motiv Schneeglöckchen ausgesucht und das sind die ersten Blumen im Frühling, die man sehen kann. Unter anderem natürlich, es gibt noch andere, aber die Schneeglöckchen haben so einen besonderen Zauber und das möchte ich euch zeigen. Auf einem Blatt Aquarellpapier werde ich dieses Acrylbild malen. Dazu habe ich mir blaue und weiße Acrylfarbe hergenommen, um damit den Himmel zu gestalten. Als erstes kommt natürlich der komplette Hintergrund des Bildes dran, bevor ich dann das Hauptmotiv darauf malen kann. Ja, einfach mit einem kleineren Flachpinsel dabei arbeiten. Das geht wunderbar, kann man mit dieser blauen, das ist Cerulean Blue, kann man das ganz gut gestalten, dazu eben weiß. Immer wieder sprühe ich auch den Untergrund etwas mit Wasser ein, damit das geschmeidiger ist. Und jetzt habe ich noch eine grüne Farbe dazu hergenommen. Das ist so ein Gelbgrün. Und wie ihr seht, wird das dann die Fläche der Wiese werden. Dazu gehe ich ziemlich weit nach oben mit dem Wiesengrund. Ich trage noch ein wenig Grün auf meine Palette auf, um jetzt den Vordergrund zu gestalten, der dann etwas dunkler wird von der Farbe her und oben in der Mitte, so am Horizont, ist es dann wieder heller. Habt ihr denn auch schon Lust auf Frühling? Geht ihr auch schon raus in eure Gärten? Schaut euch um, die ersten Blätter sind da schon am Sprießen und am Wachsen. Und genau das möchte ich ja darstellen in dem Bild, diese Natur, die da erwacht. Und das ist für mich mit die schönste Jahreszeit. Jetzt werde ich noch einmal etwas Farbe nachlegen im oberen Bereich, also im Himmelbereich. Achtet auch darauf, es darf nicht zu viel Farbe immer im Pinsel sein, sonst staut sich dann die Farbe, wenn ihr den Pinsel über das Blatt bewegt. Und das muss dann immer wieder erneut
verstrichen werden. Nach einer Trocknungsphase habe ich jetzt das Blatt hergenommen, um das Hauptmotiv zu erstellen. Das kann ich jetzt auf diesem getrockneten Untergrund draufmalen. Und das werden eben diese Schneeglöckchen, die ich da arrangiere. Ich habe mich für die Zahl 3 entschieden. Es ist grundsätzlich bei einem Blumenmotiv immer von Vorteil, eine ungerade Anzahl in das Bild hineinzuzeichnen. Falls ihr schon mal einen Blumenstrauß gekauft habt, dann wisst ihr sicher, dass da auch immer eine ungerade Anzahl von Blumen von der Floristin ausgewählt wird. Das hat seine Gründe, und weil es einfach in diesem Arrangement dann besser aussieht als eine gerade Anzahl. Mit verschiedenen Grüntönen male ich jetzt die Blätter der Schneeglöckchen. Das dauert jetzt etwas länger, da ich immer wieder Farbe anmischen muss in unterschiedlichen Farbvariationen. Ganz einfach, um da die Blattstruktur zu zeichnen und auch dann entsprechend die Helligkeiten darzustellen. Auf der Wiese kommt natürlich auch noch ein Schatten hinzu, den diese Pflanze dann auf den Boden wirft. Und die Farben müssen ja auch verblendet werden. Falls ihr neue Zuschauer seid, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch ein Abonnement bei mir nehmt.
Ihr habt da ganz viel zu erwarten. Und zwar mache ich jede Woche ein Langzeit-Video. Ganz ausführlich könnt ihr mir da beim Malen zuschauen. Und das lohnt sich auf jeden Fall, dann ein Abonnement zu nehmen. Und außerdem bekommt ihr jeden Tag ein Shorts von mir, das ihr euch ansehen könnt. Schreibt mir auch gerne Kommentare und vor allem, ihr könnt auch Wünsche äußern, was ihr gerne einmal sehen möchtet bei mir. Vielleicht kann ich daraus einen neuen Film drehen. Das wäre mal wirklich spannend und ich freue mich auf eure Vorschläge. So, jetzt kommen die Glöckchen daran gemalt. Das arrangiere ich hier mit der weißen Farbe. Dazu sind mehrere Schichten auch notwendig. Und dabei achte ich darauf, dass diese Glöckchen auch unterschiedliche Richtungen einnehmen, damit das ganz natürlich aussieht, denn die schauen ja nicht alle in eine Richtung, sondern in unterschiedliche. Geht doch einfach mal an einem schönen Tag im Park spazieren, da könnt ihr zurzeit diese Blumen alle bewundern, zum Beispiel eben Schneeglöckchen oder Winterlinge, die sind ja so gelb, oder eben Krokusse in ihrer ganzen Farbenpracht von weiß bis lila. Das ist alles so wunderschön und später kommen dann auch noch die Tulpen hinzu und auch ein paar Sträucher wie die Forsythien werden dann irgendwann zu blühen beginnen. Das lohnt sich immer, so einen Spaziergang zu machen und dabei aufmerksam zu sein. Vielleicht macht ihr euch ein paar schöne Fotos und das mache ich nämlich auch immer und dann habe ich da genügend Malvorlagen, um das nochmal nachzusehen. Wie sehen die Blumen aus? Wie sehen die Blütenblätter bei diesen Blumen aus? Um das dann auch auf einem gemalten Bild entsprechend darstellen zu können. Hier habe ich mir etwas leichtes Hellblau angemischt, das ich ebenfalls in diese Glöckchen mit einbringe in einer weiteren Schicht, um diese Blütenblätter etwas abzugrenzen.
Und jetzt lege ich noch eine weiße Schicht darüber, damit es noch heller ist. Denn der Untergrund, den man vorher gemalt hat, der ist ja dunkel gestaltet. Und wenn ich da jetzt das Weiß drüber lege, dann ist es mit der ersten Farbschicht noch nicht getan. Da muss ich dann schon bei den Blüten auch in mehreren Farbschichten wieder arbeiten. Etwas Helligkeit kommt dann auch noch in diese Blütenblätter rein. Und zur Auflockerung des Bildes ein paar Spritzer von dem Weiß und später auch noch von einem hellen Grün. Und nun ein klein wenig Schatten mit einem dunkleren Grün. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und bleibt noch dran, ich zeige euch das Bild, wie es an der Wand aussieht. Ciao!